Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder einen meiner Tabake vorstellen, und zwar handelt es sich diesmal um einen Tabak der Scandinavian Tobacco Group, auch kurz STG genannt. Von der Scandinavian Tobacco Group gibt es einige Tabake, die mich aus bestimmten Gründen schon seit einigen Jahren interessieren und reizen. Und einer der Gründe ist aber in dem Fall einfach schlicht und ergreifend die Verpackung. Und zwar soll es ganz konkret hierbei um diesen Tabak gehen. Hier ist das gute Stück nochmal. Es ist aus dem Hause W.Ö. Larsen, der Old Fashioned. Diese Dose hier habe ich schon seit vielen Jahren im Katalog von Downpipe gesehen, und schon immer hat mich eben das Design dieser Dose wahnsinnig fasziniert. Nicht zuletzt natürlich auch aufgrund des Gemäldes in der Mitte der Dose, das doch so ein wenig ein Straßenbild aus der guten alten Zeit, ich schätze mal aus der Mitte des 8., 19. Jahrhunderts hier zeigen soll. Und diese Dosen haben halt auch entsprechend ihren Preis, da sie ja grundsätzlich mit mindestens 100 Gramm Fassungsvermögen daherkommen. Außerdem muss ich halt auch gestehen, die Scandinavian Tobacco Group genießt jetzt hier zumindest im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt den allerbesten Ruf, zumindest was die Aromaten angeht. Viele Aromaten sind schlicht und ergreifend totgesoßt, und bei W.Ö. Larsen ist es halt auch nicht unbedingt sehr viel anders. Es gibt sehr, sehr gute Tabake, insbesondere die naturbelassenen, doch halt eben gerade, wenn es hier um Aromaten geht, da scheiden sich ein wenig die Geister. Nichtsdestotrotz bin ich eher zufällig eben an diese Dose hier gekommen, Old Fashioned aus dem Hause W.Ö. Larsen, und möchte euch heute ein wenig näher diesen Tabak hier beibringen. Von daher würde ich sagen, in gewohnter Weise, bevor ich jetzt auf das Review eingehe, schauen wir uns doch erst einmal den Tabak selbst an. Wie kommt er in der Dose daher? Wie sieht das Tabaksbild aus? Mit welcher Pfeife werde ich ihn entsprechend vorstellen? Und gehen danach dann in gewohnter Weise zum Review über. Das Tabaksbild lässt sehr schön erkennen, dass diese Mischung, diese Old Fashioned, hauptsächlich aus Virginias und aus Burley-Tabaken besteht. Sehr schön ist das helle Virginia-Blatt gut zu erkennen, aber halt eben auch die doch deutlich dunkleren Anteile des Burleys, und, so wie es scheint, scheint es auch ein paar kleinere Anteile eines Black Cavendish Tabaks zu geben, der ja ebenfalls auf Virginia und oder auf Burley bestehen könnte. Für dieses Review habe ich mich dazu entschieden, diese Crown 300 von Paul Winsliff zu nehmen. Diese Pfeife kommt halt mit einem gut mittleren Füllvolumen daher, bietet daher auch aromareichen Tabaken gut Platz, um sich auszubreiten. Gestopft habe ich die Pfeife einfach nur nach meiner herkömmlichen Methode, nicht zu feststopfen, ich habe es etwas lockerer gehalten und habe zudem auch genügend Platz nach oben gelassen, damit sich der Tabak in aller Ruhe aufbäumen kann, wovon ich bei dieser Mixture trotz allem ausgehe. So, nun habt ihr gesehen, wie der Tabak aussieht. Hier ist nochmal die Dose. Der metallisch wirkende Beutel in der Dose lässt sich bequem öffnen, was man von der Dose selbst nicht behaupten kann. Es ist schon ein wenig tricky, die Dose überhaupt geöffnet zu bekommen. Doch letztendlich, wenn sie erstmal offen ist, offenbart sich hier einem halt der Tabak. Er kommt ziemlich gepresst daher. Das heißt, wenn man ihn rausholt, hat man eben durchaus etwas größere Tabakhaufen, so wie hier, zusammengepresst, was man erst ein wenig auflockern sollte. Und wenn man am Tabak riecht, dann riecht er in allererster Linie tatsächlich nach Tabak. Also jetzt vom ersten Eindruck her nicht irgendeine spezielle Aromatisierung.
Ja, es ist wirklich Pfeifentabak, den man riechen kann. Ich kann jetzt von der Aromatisierung her, von der reinen Duftnote nicht näher bestimmen, womit er aromatisiert sein könnte. Ich rieche hier also keine besonderen fruchtigen Noten. Ich bin der Meinung, es könnte vielleicht eher so in die Richtung Karamell gehen. Es wird hier bei der offiziellen Beschreibung nicht näher darauf eingegangen, womit der Tabak aromatisiert sein soll. Und daher würde ich sagen, die Schnupperprobe selbst bringt einem nicht sonderlich viel. Von daher möchte ich mich jetzt hiermit auch nicht länger aufhalten, sondern würde sagen, die Pfeife ist gestopft. Kommen wir also zum eigentlichen Review. So, hier ist nochmal ganz kurz die Pfeife. Eine Crown 300 von Paul Winslow mit einem ordentlichen Füllvolumen. Ich habe die Pfeife nicht ganz voll gestopft, sondern auch wohlweislich wieder etwas Rand nach oben gelassen, eben damit der Tabak die Möglichkeit hat, sich entsprechend aufzubäumen, ohne direkt auf das gut glatt polierte Bouillir zu kommen. Der Tabak nimmt die Glut gut an und, wie man hier schön erkennen kann, er bäumt sich nur sehr, sehr wenig auf. Nach der ersten Glut habe ich mir halt schon angewöhnt, bei den Tabaken grundsätzlich erstmal nur die Oberfläche zu glätten. Das ist soeben geschehen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Anzünden der Pfeife, um die Tabakoberfläche gleichmäßig in Brand zu setzen und dann entsprechend den Tabak genießen zu können. Nach meiner Meinung ist der Tabak sehr gut konditioniert und kommt nach meinem Dafürhalten auch ein wenig trockener daher. Nicht so feucht, wie ich es von einem Aromaten gewohnt wäre. Typisch für einen auf Virginia basierenden Aromaten oder generell für einen auf Virginia basierenden Tabak ist ja, wenn man ihn anzündet, dass man erstmal in den ersten Sekunden so einen bitteren Geschmack auf der Zunge hat. Dieser verschwindet jedoch, wie gesagt, nach wenigen Sekunden. Und was ich jetzt im Mund verspüre, ist so eine dezente Süße, aber auch eine gewisse Würze. Ich habe hier gelesen, dass der Tabak am Ende noch ein gewisses Top-Flavor erhalten haben soll. Doch wer jetzt einen Hocharomaten erwartet, denke ich mal, ist bei diesem Tabak dann doch ein wenig enttäuscht. Also einer, der wirklich nur Hocharomaten liebt, der ist vielleicht nicht unbedingt gut beraten, diesen Tabak hier, den Old Fashioned, zu kaufen. Meiner Meinung nach kann man recht gut den Geschmack des Virginia wahrnehmen. Bekleidet mit leicht nussigen Aromen. Und nach meiner Meinung, und das würde ja auch mit dem Duft des eigentlichen Tabaks einhergehen, mit so einem leichten Touch nach Karamell, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz dezent. Keineswegs vergleichbar mit typischen Karamell-aromatisierten Mixtures, sondern wirklich nur ein ganz sachter Hauch. Das würde vielleicht auch erklären, warum der Tabak an sich ein wenig trockener daherkommt und nicht so feucht, wie ich es von einer aromatischen Mixture gewohnt wäre.
Und auch beim Abgang durch die Nase hat man halt so leichte Süße, Virginia-Aroma, einen ganz, ganz dezenten Hauch, der, wie gesagt, ein wenig an Karamell erinnert. Und auch beim Abgang durch die Nase ist dieses leicht Nussige zu verspüren. Und dieses leicht Nussige führe ich eigentlich auf den im Tabak enthaltenen Burley zurück. Ich muss sagen, der Old Fashioned gefällt mir eigentlich ganz gut. Er ist definitiv was anderes, als man erwarten würde. Es ist definitiv ein Tabak dänischer Prägung. Den ich von seinem Geschmack her jedoch definitiv in die dänisch-pure Mischung schieben würde. Dänisch-süßlich, ja, aber halt eben kein klassischer Aromat, sondern eher schon in die naturnahe Ecke tendierend. Der Rauch, der beim Rauchen entsteht, ist relativ kühl. Er ist kühl. Doch die Würze, die auch von den Virginias mitvergeben wird, hinterlässt bei mir zumindest so ein ganz leichtes Kratzen im Hals. Es sind also nicht nur die süffigen Virginias verwendet worden, sondern meiner Meinung nach hat man auch hier etwas würzigere Virginias gegeben, die dem Ganzen auch so eine ganz leicht heuige Note vergeben. Da der Tabak nun einmal auf Virginias basiert und entsprechend auch noch mit Burley versehen ist, vor allem aber halt wegen der Virginias, empfehle ich den Tabak wirklich behutsam zu rauchen. Ich habe ihn nicht allzu fest gestopft, da ich ja von einem Aromaten ausgegangen bin und Aromaten ja nun einmal die Angewohnheit haben, entsprechend expandieren zu wollen. Die wollen sich ja ausbreiten. Und ich würde auch empfehlen, behutsam zu rauchen. Virginias tendieren ja dazu, wenn sie zu heiß geraucht werden, das merkt man ja auch beim Entzünden der Pfeife, dass sie sehr schnell bitter werden, dass sie kratzig werden, dass das komplette Aroma kippen kann. Doch wenn man hier schön ruhig und behutsam raucht, nicht zu stark dran zieht, ihr seht's ja, ich bin ja mehr oder weniger eher am Nippen, da macht sich halt wirklich diese Virginia-Süße im Mund breit. Dann kommt dieses Aroma durch, das wie gesagt nussige Tendenzen hat, das auch so leicht heuig daherkommt mit so einer leichten Würze vom Virginia und halt auch ein ganz, ganz, ganz subtiles Aroma nach Karamell mit sich bringt. Die Raumnote ist angenehm, finde ich. Sie ist sehr, sehr angenehm. Ist auch aus meiner Sicht wieder das, was man als Nichtraucher unter einem schönen Pfeifenaroma verstehen würde. Ich muss also sagen, nicht nur die Schmuckdose hat was für sich, der Tabak selbst ist aus meiner Sicht definitiv etwas für jemanden, der süßliche Tabake mag, hierbei jedoch seinen Fokus eher auf die Tabake richtet, die eben mit einer natürlichen Süße daherkommen und nicht durch eine Aromatisierung totgesoßt sind. Wer solch einen Tabak sucht, ist aus meiner Sicht mit dem Violasen Old Fashioned gut beraten. Und ich denke, auch Liebhaber der eher naturbelassenen Tabake werden noch eine gewisse Freude am Old Fashioned haben.
Das Abbrandverhalten ist nach meinem Dafürhalten problemlos und wie man hier schön schon erkennen kann, die Asche, die hierbei entsteht, ist dann doch eher so mittelgrau, wird immer heller, ist sehr feinpudrig. Das ist mittlerweile die zweite Füllung erst, die ich rauche. Ich hatte den Tabak zuvor in einer etwas kleineren Pfeife, war damit nicht ganz so glücklich. Bin jetzt hier auf die Crown 300 umgestiegen, die ein etwas größeres Füllvolumen hat, habe den Tabak, wie gesagt, auch etwas lockerer eingebracht. Und hier lässt er sich jetzt wirklich sehr, sehr gut herunterrauchen. Ich gehe jetzt davon aus, dass am Ende wirklich auch nicht sehr viel mehr übrig bleiben wird als eben diese helle Asche. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wer von euch vielleicht von B.O. Larsen den Old Fashioned selbst schon geraucht hat. Wie sind eure Meinungen? Wie sind eure Eindrücke von diesem Tabak? Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing, bleibt mir gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.